Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns die IWA 2022 am Stand von Pepperball. Ich bin hier mit dem Uli und der Uli wird uns einmal kurz über Pepperball drüber führen. Uli, grüß dich. Hallo. Magst du uns kurz einmal erzählen, was es mit Pepperball auf sich hat, wo es herkommt und wofür es gedacht ist? Genau. Also Pepperball ist ein Anti-Riot-Produkt, wie der Name schon sagt. Pepperball, also es ist ein Pfefferball oder ein Capsaicinball. Wurde in den letzten 36 Monaten sehr stark natürlich in den Staaten benutzt. Das war, nennen wir es das Allheilmittel in den Staaten, weil ihr wisst alle oder die meisten wissen, da wird natürlich viel scharf geschossen und da muss man mit Pfeffer natürlich keinen umbringen. Also eine nicht tödliche Lösung. Genau, eine nicht tödliche Lösung. Wir können einfach mal über die Produkte gehen. Wir haben hier diesen lila-weißen Ball, das ist der Trainingsball. Das Kaliber 68 ist ein Polymerball, relativ harte, stabile Hülle, hat den Vorteil, dadurch, dass zum Teil Magazin geladen die Markierer oder diese Launcher benutzt werden, ist es sehr stabil, es ist nicht wetteranfällig wie ein Paintball zum Beispiel, da ja nicht mit Gelatine gearbeitet wird. Wie gesagt, weiß-lila ist ein Trainingsball, dann haben wir hier die weiß-roten, das ist der Einstieg im Pfefferbereich, ist vergleichbar mit jedem Pfefferspray, was man auf dem Markt kaufen kann. Ob das jetzt von diversen Herstellern ist, es gibt ja auch Pfefferbälle von anderen großen Herstellern, die sind alle auf demselben Level. Das ist der weiß-rote Ball und dann haben wir hier den schwarz-roten Ball, der heißt Live X und das X steht für 10. Also 10-mal so stark. Genau, jeder, der jetzt kurz rechnen kann, ist das 10-mal so stark wie jedes Pfefferspray, was es auf dem freien Markt gibt. Aua. Genau, das macht Aua. Das Ganze kommt aus dem Paintball-Bereich, Kaliber 68. Genau. Das heißt, es kann auch mit genau diesen Geräten, wie wir sie sehen, mit den Markierern verschossen werden. Und das hat natürlich den großen Vorteil gegenüber einem Pfefferspray, dass ich deutlich mehr Distanz zu meinem Ziel habe. Korrekt. Also der größte Vorteil ist, natürlich kann ich mit diesen großen Bear Cans, die 1 Liter oder ein 3/4 Liter haben, habe ich eine Reichweite von 8 Metern und dann ist der Drops gelutscht. Also dann kann ich nur noch so versuchen, wie so einen Gartenschlauch ein bisschen höher zu halten. Aber mit einem Paintball habe ich natürlich eine Distanz 30 Meter ohne Probleme mit einem runden Ball. Und ich muss auch nicht direkt auf die Person schießen, sondern wenn ich jetzt eine Gruppe kontrollieren will, ich schieße einfach auf den Boden, man schießt auf den Zaun daneben, auf das Fahrzeug. Man muss nicht direkt die Person treffen. Ja. Das ist nicht, es muss keinen direkten Impact geben. Genau. Es gibt eine sichtbare Wirkung von, je nachdem wie das Licht ist, 4 Metern. Es entsteht eine Staubwolke und dieses Pulver ist so fein, dass halt ein extremer Staub entsteht. Und in dieses feine Pulver ist das synthetisch hergestellte Capsaicin mit 9 Millionen Scoville. Also jeder, der schon mal so ein bisschen was Scharfes gegessen hat und sich da so ein bisschen schon mal mit befasst hat, weiß, brennt 3-mal. Ne? Okay, verdammt. ja, genau. Also da ist der Spaß relativ schnell beendet. Also in den Staaten wird es sehr viel benutzt. Law Enforcement, klar. Und natürlich auch in der Justiz. Das ist in Deutschland aktuell noch schwierig, weil natürlich die Gefangenen auch viele Rechte haben, logischerweise. In den Staaten macht man da nicht unbedingt den größeren Hehl draus. Es hat viele Vorteile, aus dem einfachen Grund, es ist nicht lethargisch. Man muss in eine Zelle rein zum Beispiel, da ist ein großer Mann drin, der sich selber wehtun will. Theoretisch müsste man dann mit dem Schild rein, 3-4 Jungs hinten dran. Der Aufwand, der da betrieben wird, ist extrem. Man kann verletzt werden, weil man den Menschen nicht beruhigen kann. Man kann natürlich da auch mit Pfefferspray reingehen, in den Staaten oder in Süd- oder Mittelamerika. Die gucken, alles klar, ein Ball rein, Schieber zu. Und bei Live X ist es tatsächlich so, dass es bis zum Verlust sämtlicher Körperflüssigkeiten führen kann. Und dieser Mensch, der da drin sitzt in dieser Zelle, hat keine Lust mehr. Ich denke halt auch gerade hier, durch die Möglichkeit, das Ganze dann natürlich in Magazinen mitzuführen, hat man natürlich auch nochmal ein viel breiteres Abdeckungsspektrum. Also sprich, wenn ich bei einer Demonstration bin, einen normalen Pfefferspray habe, der ist natürlich irgendwo limitiert von der Menge, da müsste ich 10 Pfeffersprays tragen. Ja. Und hier habe ich natürlich dann deutlich weniger Volumen auf
kürzere, auf kleineren Raum verteilt und natürlich auch noch leichter das Ganze. Auch das ist richtig. Und wenn es dann zu einer größeren Ausschreitung kommen sollte oder man weiß, okay, da sind jetzt Tausende von Menschen, die man irgendwie unter Kontrolle bringen möchte, gibt es natürlich auch die dementsprechende Launcher, wo man wie im Paintball-Bereich einen Hopper drauf hat, wo man bis zu 150 Kugeln drin hat. Und wenn man natürlich 2, 3 Beamte nebeneinander hat, die mit 150 Kugeln ausgestattet sind, da braucht man nicht weiter reden. kein Auge trocken, sag genau. ich mal. Exakt. Also da ist dann definitiv Vorsicht. Die Kontrolle gegeben. Die Kontrolle ist definitiv gegeben, ja. Also man schießt einfach auf den Boden, 10 Meter vor dieser Gruppe und dann, die gehen dann schon rückwärts. Ohne Probleme. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen über die Launcher gehen. Ja. Machen wir es mal so rum vielleicht. Also hier ist das ist quasi der kleinste Launcher, das ist die TCP. Die werden ausgeliefert mit 2 Magazinen. Das ist normal, also 6 Schuss Magazin. Da kommt eine 8 Gramm CO2-Kapsel rein, wird gespannt, geladen, rein. Und das hätte natürlich auch den Vorteil für den Beamten oder auch für Home Defense, sage ich mal. Ja. Sehr klein, sehr leicht zu führen. Ja. Korrekt. Beim Beamten noch zusätzlich am Gürtel machbar mit der normalen Pistole. Ja, da kann ich mir auch vorstellen, da ist immer noch genug Platz auch für den Taser oder was auch immer. Also tatsächlich ein sehr kleines, wirkungsvolles Zusatzmittel. Ja. Genau. Ist einfach zu Magazin wechseln, wie man es kennt. Also braucht man, denke ich, selbst erklärend. Man hat natürlich aufgrund des großen Kalibers nur 6 Schuss pro Magazin. Aber wie wir gerade auch schon gesagt haben, 6 Schuss ist genug. Aber 6 Schuss ist tendenziell ausreichend, ja. Also natürlich kommt drauf an. Kommt auf die Menschenmenge an, aber ja. Genau, es kommt drauf an, wie viele Menschen stehen vor dir, aber ansonsten ist das ausreichend. Ansonsten hätten wir dann noch machen wir das so, zack. Die Carbine-Version. Das heißt, das Modell ist das gleiche, wie man es unschwer erkennen kann. Die Pistole ist hier drin. Es wird ein Aufsatz verbaut, wo man einen Handguard dran bauen kann. Es ist ein längerer Lauf dran, aber mit einem HP-System. Das heißt, wie im Paintball-Bereich, man hat hier 200 Bar Druckluft. Man ist natürlich auch bei kalten Witterungsbedingungen nicht so anfällig, weil CO2 in der Expansion im kalten Bereich expandiert natürlich nicht so gut wie HP. Das heißt, man ist hier besser aufgestellt und man hat hier dann noch den Vorteil, dass hier direkt ein Stangenmagazin mit dabei ist mit 10 Schuss. Sieht dann so aus im zusammengebauten Zustand und ist natürlich besser zur Kontrolle. Flip-Up-Sights sind dabei. Man hat einen Dropdown, dass man direkt besser anvisieren kann mit einem On-Off. Alles ähnlich oder sehr adaptiv zum Paintball-Bereich. Was dann noch dazu kommt, ist, man kann auch VXR-Geschosse verschießen. Das geht nur mit diesen Pepperball-Markierern. Es ist ähnlich wie bei First Strike. Also da können wir ja dann quasi die Paintball-Szene den Schwenk kriegen. Ja. Also der First Strike als solches ist quasi ein halber Paintball, aber auch aus einem Polymer, der Finnen dran hat. Das heißt, er kriegt durch gezogene Läufe kriegt ein Drall, eine Eigenrotation und damit hat man eine verdoppelte Flugreichweite. Also für einen geübten Schützen 70 Meter auf dem DIN A4-Blatt möglich. Und das gibt es auch als VXR mit den gleichen Füllungen, auch zum Training. Kann man aber nur mit den Pepperball-Launchern verschießen, weil die Bauart etwas anders ist. Okay, verstanden. Das heißt, die Finnen, die hier unten verbaut sind 1 mm länger. Das heißt, man kann das nur in die Pepperball-Launcher laden und nicht in die Paintball-Launcher in diesem Fall. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Also ich denke, das ist nicht nur für die Behörden interessant, sondern auch für die Home-Defense-Geschichte. Ich wünsche mir allerdings sehr, dass in Deutschland die Behörden auch mal wirklich darauf aufmerksam werden, weil es tatsächlich eine sehr, sehr gute Lösung ist, um nicht tödliche Gewalt anwenden zu können. Haben wir ja schon besprochen jetzt hier im Großen und Ganzen. Von daher, die mehr Informationen bekommt ihr bei Safety First 24. Ist unten in der Beschreibung zu finden. Also vielen Dank nochmal. Ja, bitte.